Oh, Raben. Junge, ich bin schon an denen vorbei. Ich spring in die rein, die machen gar nichts. Ich lauf weiter. They go. Nee, Homie. Ach komm. Hm? Nee, wir müssen plätschen, oder? Ja, ich habe nur schnell den Spine dann noch mitgenommen. Wie Sie sehen, sehe ich nichts. Ich sehe nichts. Ja. Mhm. Ich check den Turm. Big Dynamite Bundle. Boah, ach so. Mhm.
Ja, Bogen hat Bum Bum. Der ging. Yep. Wie? Ey, das trifft mich. Das Dynamit. Ich bin. Also. Legit. Nie wieder Dynamit. Ja, das kann gut sein. Aber einer auch irgendwo close. Oh, da kommt was rausgeflogen. Junge, das erwischt mich hier unten. Naja, aber ich hitte nie irgendwas. Naja, über die Mauer. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Aufgehoben. Junge, also. Ja. Nee, mach ruhig.
glaube hier links von mir. Der ist hier hinter der Mauer. Dead. Mhm. Aber der ist von hinten gekillt worden. Hab ein. Maybe hat er sich selber angezündet, but I don't know. Yep, da ist noch einer. Pass auf. Ah, der hat. Ja, also, dem sein Mate liegt da. Wenn du auf den Wagen dingst, kannst du ihn vielleicht pieken, aber die haben halt den Engel gesehen. Nice. Hm. Nee. Das waren die. Hier. Pass auf wegen dem Boss, gell? Mhm. Die sind hier. Ja, hier in die Richtung. Ich habe ihn gehittet, aber ich bin down. Kannst mich aber, glaube ich, retten. Ich treffe seinen Arm, ich sehe nur sein Gesicht. Da hinten durch so einen Zaun durch. Ich würde einmal ganz um das Gebäude außen rum. Muni. Spezialmunition. Hier ist ein Käfer. Oh, ich habe einen Käfer, warte. Let me check. Oh Gott. Hm. Ja, der ist da immer noch am Rumschleichen. Mhm.
Ja. Die sind da immer noch. Wie ist das kein Headshot? Wie ist das kein Headshot? For decades after Tate's death, little progress was made on the knot equivalence problem. But in 1927, German mathematician Kurt Reidemeister proved a radical theorem. You only need 3 types of moves to transform any 2 identical knots into each other: the twist, the poke, and the slide, where you move a string from one side of a crossing to the other. Now we can prove some knots are the same. If you can show that they're connected by Reidemeister moves, you've proven that they must be identical. But we still don't know how to prove any knots different from each other, because you could do Reidemeister moves on one knot for centuries without it ever looking like the other knot. And maybe they're actually different, but maybe they're the same and you just never made the right move to show that that is true. This may have been where Turing was coming from when he called the knot equivalence problem potentially undecidable. But in 1961, mathematician Wolfgang Haken created a computer algorithm that solved the knot equivalence problem definitively for the specific case of distinguishing any knot from the unknot. That said, his paper was over 130 pages long, and the algorithm would have taken longer than the age of the universe to run for large knots. In 2001, building on Haken's work, mathematicians found a way to distinguish between any knot and the unknot by simply setting an upper bound on the number of Reidemeister moves needed to connect them. If you check all sequences of Reidemeister moves up to that number, you can prove if the knot is the unknot or not. There's just one problem. That upper bound was 2 to the 100 billion n moves. As of today, the upper bound has improved dramatically to just 236 n to the power of 11. Now, while smaller than before, checking all possible sequences of Reidemeister moves up to this number is still unfathomable. For a single crossing knot, this is larger than the number of stars in the observable universe. In 2011, mathematicians found an upper bound on the number of Reidemeister moves needed to connect any 2 knots or links, solving the entire knot equivalence problem. This is the upper bound. First, raise 2 to the second power, then raise that to the power of 2 again. This operation is called tetration, and it grows fast. Now keep doing it until you have raised 2 to itself 10 to the million n times. Cap it off with n again. This is easily the largest number we have ever shown in a video. But even just to have a solution is remarkable, given that Turing thought the problem was potentially undecidable only 60 years earlier. Neu, extra.
Ja, und ich habe beide Male, habe ich ihn, weiß ich nicht, in den Hals geschossen. So ätzend. Tasche wo? Scamge. Ich hab's schon. Egal. Innen drin. Nice. 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 So langsam. Oh, da drüben war was. Da hat gerade jemand Hurra gemacht. Richtung Osten. Innerhalb. Hörst du's? Oh Gott, sorry.
runter. Ist unten. Aber unten ist kein... Ja. Junge! I can't. Really, I'm sorry. Der kommt. Junge. Ja, ich auch. Also legit. Ich fühle mich richtig schlecht. Nee. Nee. Ja. Ich hitte den ersten Shot und dann schieße ich. Junge, das ist ein Grunt. Ich habe mich so erschrocken gerade. Lass mich da hoch, please. Ey, wirklich. Also. Nice. I need. Wollen wir noch zu dem Wagen gehen? Für Pledge. Wenn wir Lawful nehmen, können wir unser Ding AP zurücklooten. Wenn wir noch jemanden killen. Okay. Ja, warte. Lawful. In der Mitte. Ich nicht lang. Ah, das ist der Compound. Und da ist ein dicker.
Hit ein, aber nicht tot. Hier vorne wäre einer tot. Der andere ist hier oben. Ist vergiftet. Hier. Zünd den mal an. Ja, ich habe gesehen, dass er gelaufen ist. Er ist hier. Du musst direkt dodgen. Der hat eine Armbrust und whatever der da noch hat. Ah, dann hat der andere. Oder hast du da eine Giftbombe reingeworfen? Ah, okay, das war. Aber nur einer oder? Hab ihn. Ich habe auch einen Hitmarker, auf jeden Fall. Ja, ich dachte ich auch. Hm. Hier hinten ist eine Leiter. Ja, ich sehe nur die zwei. Wir können hier von dem Dach fighten eigentlich, oder? Oder willst du verschieben, weg, wohin? Also laufen will ich nicht, weil die Ausgänge sind alle am Arsch der Heide. Ja, oder willst du wieder ins Haus? Die sind schon somewhat close-ish hier. Wir können auch wieder ins Haus gehen. Ne, die sind hier drüben drin, glaube ich. Jetzt sind die eher da, aber die sind noch nicht im Haus, glaube ich. Ne, die sind hier in dem Haus. Ja. Weiter rechts wieder. Hier. Ja, irgendwo da im Gebüsch. Oh. Warte, ich gehe mal aufs Dach.
Ja gut, das will ich nicht. Also, I can't see anything. I can't do shit hier. Yeah, maybe zum nächsten Compound oder so. Yep. Oh shit. Oh shit. I might have done a loopsie here. Oh, I think I'm fine. Oh fuck. Ich glaube hinter mir ist... die sind hier schon. Oh. Oh. Please, no doggos. Ja, die sind schon close-ish. Also die sind jetzt auf dem Compound. Links von uns. Ich würd sagen, wir müssen gleich fighten. Weil... Mhm. Ja, klar. Ich gehe hoch. Der ist hier. Yeah. Oh. Die ist leer. Clown. Aua! Aua! Mama! Doggo? Single Doggo nur. Ah, hier sind wir los, gell? Kleiner Rundlauf.
Ja, zum Glück gibt's da keine Trefferquote für die einzelnen Waffen. Es wird schon sehr viel geballert. Aber die haben jetzt auch nicht so die super Long-Range-Waffen gehabt. Warum die sich da hinten im Wald verstecken, weiß ich ja doch nicht. Nee, die hatten beide ein Gewehr, aber... Nee, das eine war eine Mako, das andere ein Marathon. Aber, keine Ahnung. Muss hier halt da rein und uns einfach umwichsen. Statt so einer Scheiße. Pack Mule. If it's this hard to tell two knots apart, how have we managed to tabulate 350 million different knots? Well, there are some properties of a knot that never change, no matter how much you twist or tangle it up. These are called invariants, and these invariants will be different for some knots compared to other ones. So you can use them as hallmarks of a particular knot. They're not perfectly discriminating. I mean, some knots will share invariants, but if two knots have different invariants, then you know for sure that they are different. Crossing number is itself an invariant. Two knots can't be identical if they have different crossing numbers. But the crossing number is surprisingly difficult to calculate. You can put extra crossings into any knot, like just throw in a bunch of twists. Different variations of the same knot are known as different projections of that knot. Crossing number measures the least number of crossings a knot can have, but it only works for the simplest projection of a knot, also known as its reduced form. But it's difficult to ensure that a knot is fully reduced. Instead, we can use another invariant, one that's true right away for all projections of a knot, so it'll give the same value both for a messy trefoil and for a reduced trefoil. This first invariant is tricolorability, or whether a knot can be colored in with 3 colors. Take a diagram of a knot and color in each individual segment. These are just separated by undercrossings, where you would lift your pen off the page. Tricolorability only has 2 rules. First, you must use at least 2 colors, because you can color any knot in with 1 color. And second, at crossings, the 3 intersecting strands must either be all the same color or all different colors. Basically, no 2-colored crossings. There are just 2 categories of this invariant. Either a knot is tricolorable or it's not. Identical knots must match, so if one knot is tricolorable and the other one isn't, then you know they're different knots. It's hard to believe that tricolorability is... Nee, der Ton hat einen Schlaganfall. Constant across any possible projection of the same knot. But since you only need Reitermeister moves to move between projections, we just need to prove that it isn't affected by Reitermeister moves. The twist is easy. Also die Waffe hier ist die letzte, die man in dem Battle Pass freischaltet. Das heißt, die Person hat entweder geisteskrank gegrindet oder die Checkkarte gezückt. Ja, aber wir haben ja schon relativ viel gespielt und ich bin bei 30 und das Ding ist bei 50 oder so.
Also nicht nur für den Battle Pass bezahlt, sondern dann halt auch noch mal zusätzlich für Battle Pass Boost bezahlt. Keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut. Das geht ja, also, ne? Ich habe geschaut, was kostet es? 1000 so Dinger. Habe ich 1000 so Dinger? Ja, okay. Ei, bye. Mhm. Ich hab. I got. Hey Homie, was geht? Oh, ich hab mich daneben gehauen. Du hast nicht den Arm getroffen, auf jeden Fall. Hm. Jupp. Das Ding ist rot, oder? Na, dann sieht es nur mit dem Licht so aus. Ja. I burned the big guy. Also den Armored. Oh, Mann. Homie. Junge, ich bin so ein Scheißhaufen. Everything's one color already, and it stays that way. With the poke, the intersection of two colors means that the loop formed must become the third color, so we have three colors at every intersection. With the slide, you never have to break tricolor ability because you start with three colors at three intersections, and then switch one intersection to just one color. Hm.
jetzt doch da. Fuck. So any knot will maintain its tricolorability no matter what Reidemeister moves you do. This is a good time to note that we never actually proved the trefoil and the unknot were two different knots, but we can do it now with tricolorability. The unknot is not tricolorable, since you can't use at least two colors to color it in, and the trefoil is easily tricolorable. Just color in each of the three segments a different color. The crossings all have three colors, so it is tricolorable. Now we know every possible projection of the trefoil is tricolorable, while every possible projection of the unknot isn't. So these two knots must be different knots. This invariant isn't very specific. It only gives you two categories across all knots. In fact, the next knot after the trefoil, the figure 8 knot, isn't tricolorable. There's always a crossing with two colors. So how do we prove that this is different from the unknot, which also isn't tricolorable? Tricolorability expands into a much more powerful invariant called p-colorability, where p can be any prime number besides 2. Instead of using colors, we'll number each strand with integers between 0 and p minus 1. P-colorability has two rules. First, you must use at least two different numbers. Second, at crossings, the two bottom strands added together and divided by p must give the same remainder as twice the top strand divided by p. Tricolorability was just a simple version of this. If we go from 3 to 5 colorability for the figure 8 knot, we can number the strands 0, 1, and then this strand must give a remainder of 0, so 4, and this strand must give a remainder of 2, so 3. This knot is 5 colorable, so it's not the unknot. P-colorability is a huge tool. The unknot is completely uncolorable, so any knot with any colorability can't be the unknot. PlayStation 5, jetzt im Angebot. Warum bin ich so eine Bitch? Und weil ich zweimal verschossen habe. Es gibt Und wenn ich dann Patience Game spiele, Alter, das darf ich einfach nicht machen, weil das verliere ich auf jeden Fall. Most powerful invariants right now, the ones that can distinguish between the most unique knots, are polynomials. The Alexander polynomial was the first one discovered back in 1923, before even Reidemeister moves. Like p-colorability, it relies on only two rules. Nice. Für die Homies. Zu langsam. Ei.
Ich wusste, dass du green... Nice. Einfach immer ready. Hm. Ja, eben, deswegen müssen ja die ganzen scheiß Bäume umgeschnitten werden. Damit sie dich nicht belästigen in deinem Stadtleben. Hm. Wo du gar nichts gemacht hast. It's cursed. Ja, dann liegen wir gleich im Dreck. Nice. Echt? Ja. Ich weiß nicht genau. Schon close. Schon somewhat close. Ja, direkt vor mir gleich. Hab einen. Ja, ich glaube auch. Ja, der brennt lichterloh.
Hm. Er chillt hart. Ja, vielleicht war der da und ist dann abgehauen. Ich glaube, das waren wir. Oh, das ist ein Emulator. Je. Je. Ach, das ist unterirdisch. Oder? Nee, das ist unterirdisch. Aber wir können Käfer scouten, which is fine. Ich gehe mal hier in das Gebüsch und ich schaue mal, ob ich mit meinem Käfer bis da runterkomme. Dann gucke ich mir die Situation mal an. Mhm. Die habe ich nicht gesehen. Mhm. Wo sind die denn? Dem Sinafim. Hier unten ist doch der Eingang, oder nicht?
Im Fein, im Fein, im Fein. Vielleicht musst du gleich runterkommen, mich aufheben, lol. Der ist richtig sauer, der Kollege. Hier ist ein Trade. Was haben wir hier? Remedy. Mhm. Ja, wenn du so einen Trade verbrennst, glaube ich, oder so. Sonst hat der nicht so viel fallen lassen, der Kollege. Ah, doch, hier ist die Munition auch noch. Okay. Mhm. Du kannst ihn ja auch landen und wieder aufnehmen. I see, I see, I see. Ich geh mal ganz schön pissen. Junge, das war schnell. Ja, das wäre super witzig, ja. Oh, hier ist ein Käfer. Ach, das ist meiner. Glaube ich. Nö, das ist nichts. Ich sehe nichts. Ja.
Trade und Muni. Hm. Oh. Schau mal, hier ist ein Pfeil. Guck mal her. Hier. Ja, interessant. Ja, ja. Nope. Sasuke. Wenn ich den hitte, dann wird's unangenehm. Ja, ich schieße einfach nur die Stacheldrahtpfeile in den Himmel hoch. Ich dachte, dass die schneller wieder runterkommen. Ja, Doppelboss. Hä? Ach so, der. Ja gut, das zählt aber nicht, weil das war ja... Also, keine Ahnung. Was hat sein Mate gemacht? Das ist halt... Weiß ich nicht, Fahnenflucht nennt man das. The first is that the Alexander polynomial of the unknot is equal to 1. The second is that you can zoom in on any single crossing of a knot and vary it in 3 possible positions: forward, backward, and separate. The Alexander polynomial gives a relationship between the 3 resulting knots. Let's do an example. What's the Alexander polynomial for the unlink? Well, if we zoom into this separate crossing and then vary it, we see that the other 2 knots formed are both the unknot. So we can plug in 1 for both of them, and we get that the Alexander polynomial for the unlink must be 0. Then we can do the same for the hop link, taking this crossing as the forward crossing, then seeing that the backward crossing gives us the unlink, and the separate crossing is the unknot, so the Alexander polynomial for the hop link is minus t to the half plus t to the minus a half. And now we can do the trefoil. When we vary this crossing, we get that the backward crossing gives us the unknot, and the separate crossing gives the hop link. So the Alexander polynomial is t minus 1 plus t to the negative 1.
The polynomial is designed so that we get separate results for as many knots and links as we can. And this is recursive. We can calculate the polynomial forever for bigger and bigger knots. The Alexander polynomial stood unchanged for over 60 years as the knot invariant of choice. But in 1984, it was upended by an unlikely discovery. Mathematician Vaughan Jones had been working on a type of algebra for statistical mechanics, a concept in physics, when he realized his work resembled a series of equations in knot theory. He traveled to New York to consult knot theorist Joan Berman at Columbia University, who helped refine his equations into a knot invariant. They met again a week later and tested it against knot diagrams from Berman's filing cabinet, quickly realizing Jones had discovered a brand new polynomial invariant. He scribbled down all their work in a 15-page letter. The Jones polynomial is like the Alexander, but with the more specific equation for the second rule that lets it distinguish many more knots. For this discovery, Jones won the Fields Medal in 1990. The first new polynomial invariant kicked up a fervor in knot theory. Just months after Jones' result, 6 mathematicians each independently found an improved version of his polynomial with 2 variables instead of 1. The editors of the American Math Society published all their Ja, also, as you were saying. Wie hier das erste Team am Boss sind, dann wird genau das passieren. But we know bitches, we go! Ah, machst du gleich? Nee, mach Big, der ist hier schon. Da ist noch einer. Ich mach den Immolator schnell. Mach du mal hier deinen Big Dynamite Shit. Wo ist die Bitch? Ja, dann lass hier drüben rein einfach. Gerade war es noch weiß, aber wie man hört, bleibt das wohl nicht mehr lange so. Wollen wir hier raus? Und also woanders hin? Nicht in dem Gebäude? Ja, I don't know. Also wir werden halt... Oder wir... Na, ich weiß nicht. Ich habe halt echt Sorge, dass wir richtig gegangbangt werden. Ja. Wo ist denn der Ausgang? Wäre auch nicht so weit weg, gell? Ja, dann lass drin bleiben. Wir können ja dann immer noch rausgehen. Die werden ja surely nicht alle auf einmal da sein. Ach, das ist scheiße, dass man hier nicht... Aber... Ja. Aber also von hier ist nicht so wahrscheinlich, dass jemand kommt. Ich dachte, ich hätte was gesehen. But no. Kann natürlich auch sein, aber also die meisten werden aus der Richtung hier kommen. Irgendwo Südosten, Osten. Da hinten ist ein Immolator gespawnt, also da ist maybe schon jemand, weil der ist wirklich ewig weg. Da drüben läuft jemand.
Noch weiter rechts. Warte kurz, ich muss nachladen. Also einer war somewhat hier. Ich schau mal ein bisschen weiter links noch, was da so abgeht. Ja, da kommt auch ein Team. Die sind schon hier im Wald. Yep. Das ist 2 Richtungen. Aber ich bin weggekommen. Okay, 1, 2, 3, 4 Leute. 2 schon hier die Richtung Südosten sind schon relativ close. Oben drauf. Nee, auf dem Zug da. Doch, auf dem Dach auch. Der kommt da gleich runter vom Dach. Ah, nee, doch nicht. Feigling, komm, komm. Der ist hier oben. Oh, da fliegt was rein. Schön. War das so weißes Ding, rote Weste? Ja, okay, das war der. Okay. Yep. Lauf. Ich muss heilen. Oh Mann, ich muss zweimal heilen.
Mhm. Mhm. Oh Gott, ich hab... Nee. Oben auf dem Dach. Okay, warte, ich käfer hier mal kurz. Vielleicht so, dass ich nicht direkt in der Tür sitze, wenn die da aufmachen. Der ist auf der anderen Seite runtergesprungen, ja. Ja, ja, ich bin noch im Käfer. Ich sehe an den Außeneingängen jetzt nix. Oder ist der hier? Ja, hier. Ah, warte, ich ping noch mal besser. Genau hier. Da sind zwei. Genau auf meinem Ping. Ja, der andere ist da auch noch. Sorry. Down? Doch, doch, das war ich. Schwarz. Frau. Grüne Weste. Ja, es ist noch orange. Die Zeit. Mhm. Das war knapp. I need to run, I need to run, I need to run. Ja, weiter rechts. Der hat Gift. Gift-Munition. Oh Mann, ich muss gleich mal irgendwas looten hier. Das ist nicht so gut. Hm. Ich will nur nicht, dass der mir in den Arsch schießt gleich. Hat er den gerettet? Kann sein. Ah ja, das ist der, den ich gekillt habe. Die sind hier vorher aber zu zweit rumgelaufen, definitiv. Also ich glaube schon, dass die zusammengehören. Ja, der ist hier hinten. Hit. Aber nicht down. Ja, ja. Genau auf meinem Ping. Läuft noch weiter. Hinter dem Baum. Mhm. Ja. Ja, ich bin vergiftet und muss mich heilen. Aber sein Mate ist halt dead. Nice. Nice. Ich gucke einmal kurz. Nee, sehe nix. Ja, wenn die mal angeknuspert sind. Ja. Ich hab, also. Wir können ja gleich nochmal gucken. Ah, ich habe nichts, um den zu löschen.
Ja, und die anderen? Ah, warte mal, da waren doch noch mehr hier, oder? Die wir gekillt haben. Ach, den habe ich auch verbrannt, ja. Da war nur der eine. Ja. Bing Bong! Am Ende wahrscheinlich nicht. Naja. Oh, das ist ja das ist schon ein Stück. Papers together, naming it the Homfly Poly. Junge! Ja, nichts. Und er hat übertrieben reingebrüllt. Naja. Das war auch der letzte. Also es ist legit der letzte. Loadout, Mosin Sniper und. Ah, ne, Springfield. Ja. Und eine Dum-Dum Dolch. Fucking. Hm. Das wäre zu witzig. Nice. Ja, oder er steht da einfach nur. Polynomial. Two Oder er steht halt einfach nur. Ja, der ist disconnected. Oh. Oh no, homie. Ah. Das ist natürlich wirklich ärgerlich jetzt, gell? Für ihn. Der ist halt Five-Star, ne? Also der sitzt wirklich das Einzige, was dieser Spieler in diesem Spiel macht, ist im Gebüsch zu sitzen. Ja.
Aber warum ist der in der Lobby drin, wenn da 4 3-Star-Leute in der Lobby sind, ist er in der. Hm. Okay, we make break. Yes. Keys. Wann? 19 Uhr. Ja, maybe, weiß ich nicht, in einer halben, dreiviertel Stunde noch mal ein Match oder so. But I need eatings. Okay. Okay, GG's, bye bye. Polish mathematicians missed the news and discovered it again a couple months later, upon which it became the Helm-Fleipt polynomial. None of these invariants works alone. Just like if you were searching for a person, you'd start by checking a first name, then a last name, then a birthday, and so on to eventually narrow your search down to just one person. Similarly, knots have dozens of invariants, which, when taken together, uniquely identify them. With invariants to prove if knots are different and Reidemeister moves to prove if knots are the same, you can attack from two angles to meet the gargantuan task of distinguishing every single knot. But this method isn't perfect. These two knots were listed next to each other in Tate's knot tables for over 75 years. They were the same by all invariant accounts, so Tate and Little likely tried Reidemeister moves to see if they could transform one into the other, and once they failed, they listed them as two separate knots. Kenneth Perko, a lawyer who had studied knot theory, spotted them in 1973 while looking through Little's table of 10 crossing knots. Suspicious of their similarities, he pulled out a yellow legal pad to sketch some Reidemeister moves, and he quickly found a way to connect the two knots. These two projections, now known as the Perko pair, are the same knot. So the knot tables of Tate, Kirkman, and Little were issued their single correction, and instead of 166 10-crossing knots, there are 165. It had taken decades of work to tabulate all 249 prime knots up to 10 crossings. No one dared tackle the 11 crossings until John Conway. He found all 552, and claimed he did it in a single afternoon. This was the last tabulation by hand. In the 80s, Dowker and Thistlethwaite built a computer algorithm to count all 12 and 13 crossing knots. Thistlethwaite later joined forces with Host and Weeks to tabulate all 14, 15, and 16 crossing knots in a paper titled The First 1,701,936 Knots. The method they used is still the one used today, employing a computer to list all possible knots and then using invariants to weed out duplicates. They split into two teams and cross-checked their results, aligning perfectly on all but 4 knots on their first try. In 2020, mathematician Ben Burton single-handedly tabulated all 17, 18, and 19 crossing knots, bringing the total number of known prime knots to 352,152,252. His project was so computationally intensive, several hundred computers had to run for months before obtaining the final number. The hardest part of knot tabulation is counting up every knot,
and then carefully eliminating duplicates. But if you just want to generate a huge number of distinct knots, you can make alternating knots, knots with crossings that alternate over-under. This computation is much easier, though it leaves out most knots. And back in 2007, this method was used to find alternating knots up to an absurd 24 crossings. So in total, we know of 159,965,097,353 knots. Of course, we're missing a lot in between there. Knot theory was always just pure math. All the algorithms, invariants, and tabulations were knowledge for the sake of knowledge. But in 1989, chemist Jean-Pierre Sauvage tied molecules around copper ions to form the first ever synthetic knotted molecule. This trefoil knot restricted the atoms from unfurling, trapping them in higher energy states to give the molecule new properties. Any type of knot tied in a molecule will change its properties, and we know of over 159 billion knots. So if you can tie a molecule into each of those knots, that's 159 billion new